Entscheidungen über Entscheidungen. Auf dem Hell Hades Free-to-Play 25 Account muss ich ganz genau abwägen, was mache ich mit meiner Energie, was steht als nächstes an. Umso mehr diese Woche, denn es gibt sehr viele verschiedene Optionen, wo ich mit meinem Account aktuell stehe und wo ich hingehe, für was ich mich entschieden habe. Darüber gebe ich euch ein Update in diesem Video. Ich bin Bone, viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um die Raid Shadow Legends Challenge von Hell Hades. Und zwar geht es um ein Update meines 25er Accounts. Das ist ziemlich genau eine Woche her, dass es das letzte Video dazu gegeben hat. Da habe ich meine Champions einfach mal komplett neu aufgesetzt. Und auch wenn diese Woche wahrscheinlich das nächste Update und die kostenlose Artefaktentfernung auch aussteht, gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt im Augenblick einen riesen Schritt machen. Und während ich euch einen kurzen Einstieg zu dem Ganzen auch gebe, wo stehe ich, was habe ich gemacht, was sind die Entscheidungen, bei denen ich treffe, laufe ich hier im Hintergrund auch den normalen Doom Tower nochmal hoch, denn wir hatten ja einen Doom Tower Reset und ich muss auch sagen, ich bin mit der letzten Doom Tower Rotation am Ende extrem zufrieden gewesen. Wir haben es geschafft, den Doom Tower auf normal komplett zu schaffen. Wir haben die 120 noch gelegt. Ja, einige Secret Rooms waren einfach nicht möglich aufgrund der beschränkten Champion-Auswahl. Doch auf der anderen Seite bei dem Hard Doom Tower sind wir bis Stufe 35 gekommen, womit ich super glücklich bin. Ich glaube, damit war ich dann auch auf Platz 2 oder 3. Nubraids ist, glaube ich, noch auf 39 gekommen. Aber diese 36er Welle, die hat dann mit Hegemons angefangen und mein Team im Endeffekt zerlegt, bevor ich dran gekommen bin. Ihr wisst ja, das Team Alice und Ugo ist ein Duo. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Schaut euch mal die zwei hier an. Die gehen gemeinsam alleine auch den Doom Tower durch und weil ich auch oft gefragt werde, kann ich noch mal zeigen, wie irgendwie das in der Kampagne gelaufen ist. Also im Endeffekt läuft es genau so. Ugo setzt Minus Defense, dafür fallen die Wellen natürlich relativ schnell. Alice kann auf die Kontrolle achten, dadurch, dass die A2 einfach alle Fähigkeiten erstmal für eine Runde auf Abklingzeit setzt, ihre eigenen Abklingzeiten zurücksetzt, wenn sie einen Gegner tötet und sie trifft auch stark genug, um die Gegner zu töten. Das Ganze kombiniert und gewürzt mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, also beide haben ja über 200. Alice ist, glaube ich, gerade bei 213. Ugo ist bei über 220. Das heißt, noch bei den einfachen Gegnern, bei den einfachen Wellen, komme ich normalerweise auch immer zweimal dran, bevor ein Gegner auch mit drankommt. Und bei Alice wird hier unter anderem mit dieser Fähigkeit, dass sie Geschwindigkeit gewinnt, wenn sie Gegner tötet, dann gerade im Wellen-Content die Geschwindigkeit auch noch höher gepusht. Sobald sie 6 Gegner getötet hat, 18 Geschwindigkeit drauf, das heißt, sie ist bei 231. Und wenn ihr Leben mal ein bisschen runtergeht, dafür hat der Ugo auch wieder den Heal. Ihr seht also mit diesem Duo, ich mal schauen, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie weit ich im Doom Tower nach oben komme, bevor ich wirklich meine anderen Champions hier noch mit reinnehmen muss. Was gibt es ansonsten zu dem Account noch zu sagen? Im Augenblick laufen ja sehr viele verschiedene Events. Und die Fragestellung ist immer, wo stecke ich meine Energie rein? Doom Tower ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, weil ein Doom Tower mir jeden Tag 10 Schlüssel bietet. Das heißt, ich kann den Doom Tower aufsteigen, ohne dass es mich Energie kostet. Ganz im Gegenteil, normalerweise ist als Belohnung immer zusätzliche Energie auch noch mit dabei. Deswegen, da muss ich keinerlei Entscheidung treffen. Eine Entscheidung geht es dann meistens, in welches Dungeon gehe ich, wo farme ich im Augenblick oder gehe ich einfach nur in die Kampagne und sorge dafür, dass ich vielleicht schneller einfach Level 60er Charaktere habe. Und was wir heute in dem Video auch gemeinsam machen werden, wir werden meinen nächsten Level 60er machen. Ich habe schon genug Chicken, ich warte im Augenblick bloß noch auf eine Situation. Da hatte ich lange darüber nachgedacht und zwar werde ich heute aufgrund der progressiven Chance doch noch meine Splitter pullen, denn wir sind in der Situation, dass ich noch einen Magie-Champion und einen Lehre-Champion auf Rang 6 brauche, um bei den Arbiter-Aufgaben weiterzugehen. Nachdem ich ja für Coldheart, das war ja mein erster Lehren-Champion, und auch die anderen Magie-Champions schon jeweils auf den vollständigen Rang ausgeprägt habe, schon wissend, dass ich vom Ablauf der Aufgaben zu dem Zeitpunkt in der Lage sein werde, einen weiteren Champion auf Rang 6 zu bringen. So weit ist es jetzt. Ich weiß, es muss definitiv ein Magie-Champion sein. Und Stand jetzt ist das Cornelia. Cornelia ist auf 50, also sie ist, glaube ich, auf fast 50, 48 ist der Level.
aber ich bekomme sie mit den restlichen Tränken auch sehr schnell auf 50, um sie auch hochzuleveln. Die Frage ist natürlich, ist Cornelia der richtige Champion, um auch hochzugehen? Das schauen wir uns gleich an. Jetzt bin ich noch ein bisschen neugierig, ob ich einfach mit reiner Brute Force hier auch schon bei dem Käfer noch durchkomme auf Ebene 60, weil ich eigentlich keine Champions dabei habe, die irgendwie die Mechanik unterstützen. Ich kann eine Sabita reintun, die bei mir im Bolster-Set mit drin ist. Das heißt, ich habe zumindest schon mal einen gewissen Anfangsvorsprung. Ich habe jetzt zwar eine negativen Affinität, aber natürlich dafür mit Gift und auch mit einem Cleanse Bad L hier mit drin, die einen ganz okay Widerstand haben. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob die Widerstandskraft schon ausreicht, um dann auch dem Provozieren von dem Käfer dann auch zu widerstehen. L ist natürlich, um ein bisschen Schaden zu machen. Und ich nehme jetzt nochmal den Apotheker rein für etwas mehr zusätzliche Geschwindigkeit. Dann gehen wir hier mal rein, lassen es mal laufen und schauen mal, ob das funktioniert, obwohl wir die Mechaniken dieses Bosses gar nicht unbedingt beachten. Denn Hintergrund ist ja, immer wenn man keinen Schild anhat und ihn angreift, dann kommt ein Gegenangriff. Die A2 kann dann auch meine Fähigkeiten klauen. Wenn ihr im Detail wissen möchtet, weil ihr vielleicht selbst an diesem Boss hängt, wie ihr diesen Boss besiegen könnt, dafür gibt es ein Grundlagenvideo bei mir auf dem Kanal. Es gibt eine Playlist mit den Bossen aus dem Doom Tower. Die ist noch nicht 100% komplett, aber da kommen die restlichen auch noch. So, das Schild ist weg. Ich fange an, Schaden zu machen, was sehr gut ist. Der Brimstone ist schon mal platziert. Wir sehen ein paar Gifte. Durch den Angriff, den jetzt der Käfer bei mir auf dem Team macht, also gerade durch die Passive von AUX, seht ihr, wie sich hier oben dieser Counter dieser Debuffs hochzählt. Also dieses erste Gift, wenn ihr das hier seht, hat schon 11 Stacks, 4, 6, 8, 5, 5. Deswegen, also ich muss sagen, AUX habe ich ja noch nie gespielt. Ich sehe AUX hier definitiv als riesengroßen MVP. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den ganzen Spaß überlebe. Das Gift bleibt aber für ausreichend hier mit drauf. Oh, ungünstig, die Heilung von Bad L wurde jetzt natürlich geklaut. Das ist ein bisschen schlecht. Vielleicht ist dann Bad L doch gar keine so gute Wahl oder man müsste noch ein bisschen mehr Widerstand auf das Team auch mitnehmen. Gift hält auf ewig und mein Team scheint aber auch nicht umzufallen. Na gut, lassen wir den Kampf mal so weiterlaufen und ich hole euch wieder ab, wenn wir durch sind. So, wir schalten uns mal kurz vor dem Ende noch mal ein. Werft einen ganz kurzen Blick auf diese Counter, wie lang das Gift auch schon da ist. Also, es ist super stabil, ist garantiert nicht das schnellste Team, aber auch darauf kommt es nicht an, denn der Skarabäus-König liegt 150 Energie mehr im Gepäck und damit kann ich mich natürlich auch in die Challenges des Tages auch mit reinstürzen. Und genau die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich gebe euch ein Update über den Account. Und wenn ihr am Ball bleiben wollt, wie ich bei der Hell Hades Challenge mitmache, ihr findet unten in der Beschreibung auch den Link auf die offizielle Seite von Hell Hades mit den Ranglisten, mit den Leaderboards. Da könnt ihr auch sehen, wie ich im Augenblick abgeschnitten bin. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr treu bei mir auf dem Kanal bleibt, mal kontinuierlich meine Videos mit weiterschaut. Dafür hilft euch das Abo. Ich freue mich sehr, wenn euch dieses Video, wenn euch die anderen Videos gefallen und ihr weitere Videos auch mit anschauen wollt, immer über den Daumen nach oben. Und damit gehen wir jetzt in den Punkt rein, den ich beschrieben habe, warum ich heute doch noch ein paar Splitter aufmache. Also zum einen vielleicht ganz kurz für alle, die sie nicht kennen. Hier Cornelia, ready, um auf Level 50 zu gehen. Ich habe ihr sogar schon aus dem Shop irgendwie ein 1er Blessing dann auch gekauft, um einfach noch ein paar mehr Werte zu haben, um auch noch einen kleinen Effekt auch zu haben. Doch was macht sie denn so phänomenal gut? Also zum einen, es ist der erste Champion, der eine Geschwindigkeitsaura in allen Schlachten hat. Das ist in unterschiedlichsten Spielebereichen extrem hilfreich. Dann, wo sie mir auch helfen wird, ist der Sandteufel, denn sie bietet, wenn ich sie komplett gebuckt habe, ich überlege noch, ob ich das tue. Im Augenblick hat sie eine 85% Wahrscheinlichkeit, Gegnern einen Schlafdebuff zu verleihen. Damit habe ich mehr Zeit, auch beim Sandteufel so zum ersten Mal diese Mechanik auch richtig zu spielen mit dem Schlaf. Das ist ganz praktisch. Sie hat dann also Kontrolle des Gegners mit drin. Auch wenn der Schlaf ausläuft, ist eine Chance dabei, dass auch das Ganze durch Angst ersetzt wird. Auch damit kann man mit wählen, damit kann man auch in der Arena tatsächlich ein bisschen Spaß haben. Bei der A3 ist es aber ganz anders. Die A3 klingt auf Anhieb ganz eigenartig. Man packt einen Schlaf auf einen eigenen Champion. Wenn dieser Champion aufwacht, dann wird er geheilt, bekommt Rundenmeter. Wenn der Champion aufwacht, weil der Champion Schaden durch den Gegner bekommen hat, also nicht, weil man aus irgendeinem Grund selbst Schaden macht, dann ist der Zugmeter direkt gefüllt und der Champion wird auf 100% geheilt. Damit kann Cornelia auch so bestimmte Bosse komplett eigenständig
cheesen, also sich irgendwie in ganz langer Dauer, aber auch eigenständig durchmodeln, weil sie einen unglaublich guten Heal hat. Diese Fähigkeit hat ein 2 Runden Abklingzeit. Stellt euch also vor, sie packt ihn auf sich selbst, sie bekommt einen Angriff, sie wird durch diesen Angriff geweckt, sie heilt sich auf 100%, ist sofort wieder dran durch den Rundenmeter, hat zum Beispiel einen Angriff, kann dann mit einem Gift-Set Gift noch hinterlegen, kann dann zumindest mit einem Kriegsmeister-Trigger noch ein wenig Schaden machen, deswegen dauert es auch so lang. Sie muss natürlich einigermaßen schnell sein, schläft sie sich wieder ein, der Gegner ist dran, sie weckt Cornelia wieder auf und damit komme ich recht schnell auch durch diesen Rundenmeterzug in so eine 2:1 Rotation auch rein und komme dann auch immer zweimal dran, wenn einmal der Gegner drankommt. Und von diesen 2 Zügen werde ich mich immer garantiert einmal um 100% heilen. Also jeder Gegner, der mich nicht auf einen Schlag sofort tötet, wird im Laufe der Zeit fallen. Deswegen ist es so eine Hidden Weapon, die ich jetzt auspacke und deswegen auch ganz klar Kandidatin 1 für den Magie-Champion als nächstes auf 60. Wir haben jetzt hier noch auf der A1 die Möglichkeit, beim Gegner noch ein bisschen Unfug zu machen. 'Ne Chance von, wenn gebuckt, 50% die Abklingzeit um 2 Züge zu steigern. Das ist aber gar nicht so wichtig. Das Wichtigste waren die Bücher hier in die A3. Die sind auch bereits gelandet. Die A1 sehe ich als verschwendet und nachdem epische Bücher wirklich immer Mangelware sind, bin ich jetzt noch sehr zurückhaltend, ob mir die A2 hier so wichtig ist oder ob ich ja für den Sandteufel oder für die Arena nicht einfach mal mit einer initialen 85% Wahrscheinlichkeit, auch ohne einen kurzen Cooldown, damit zufrieden bin. Ich gehe mal davon aus, dass da keine epischen Bücher mehr reinkommen. Das sind auch Entscheidungen, die man treffen muss. Wo stecke ich epische Bücher rein und wo nicht? Warum ist sie noch nicht auf Level 60? Vielleicht noch mal ganz kurz. Wir haben hier bereits die 5 Level 5 Champions, die wir als Food hier auch mit reinstecken können. Es gibt eine Situation. Diese Situation nennt sich Progressivchance und hier ein riesengroßer Unterschied zu, ich würde den Account langfristig spielen versus ich habe diesen Account als Challenge-Account, bei dem es drauf ankommt, in den ersten 3 Monaten möglichst viel zu erreichen. Denn diese Progressivchance, normalerweise würde ich da einen großen Bogen drumrum machen. Ich würde meine Splitter sparen bis zum nächsten Zweifach-Event. Jetzt kommendes Wochenende erwarten wir zweifach auf heilige Splitter. Das heißt, es wird nochmal 2 Wochen dauern, bis wahrscheinlich zweifach auf antike Splitter kommt. So lange kann ich ja auf dem Account nicht warten. Da ist die Challenge schon so gut wie vorbei. Alles, was ich zu dem Zeitpunkt ziehe, muss ich ja dann auch wieder bauen und die Wahrscheinlichkeit, dass mir das dann noch hilft, ist relativ gering. Auf der anderen Seite haben wir einfach den Challenge Champion schlechthin hier in der progressiven Chance und auch noch im epischen Bereich, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ihn zu ziehen. Das ist der Geomant. Die Creator im Augenblick teilen sich so in 2 Lager auf. Die Creator, die den Geomant schon haben und die Creator, die den Geomant noch haben wollen. Und was macht Geomant natürlich so gut? Ihr kennt ihn vielleicht, ansonsten schaut ihn euch im Detail nochmal an. Das Wichtigste ist normalerweise die Passive, die dafür sorgt, dass wenn sein Burn auf einem Gegner drauf ist und euer Team bekommt Schaden, dass dadurch wirklich ordentlich viel Schaden auch beim Gegner angerichtet wird. Das macht Geomant zu einem unglaublichen Bosskiller, zu einem unglaublichen Damage-Dealer, gerade in den Dungeons, vor allem bei den Iron Twins, bei denen ich noch definitiv ein paar Schritte machen muss in dieser Challenge. Auch bei der Hydra, auch beim Clan-Boss und da lassen sich extrem viele Punkte für die Challenge sammeln. Jede Million Punkte, die man beim Clan-Boss schafft, umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso besser, gibt Punkte. Deswegen ist Geomant extrem beliebt. Viele haben schon einen Geomanten, einige haben sogar 2 Geomanten gezogen und ich möchte auch einen. Zweiter Vorteil ist, wenn ich einen anderen Champion bekomme, falls ich einen Magie-Champion bekomme, der noch besser ist als jetzt zum Beispiel Cornelia. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Brockny da in diese Kategorie mit reinfällt, denn auch mit einem Brockny kann ich eine Menge anfangen. Ich habe hier zum einen mal Blocke Debuffs, was mir im Augenblick noch fehlt, kombiniert mit einem Angriffssteigerer. Ich habe dieses Schild, das auch dafür sorgt, dass ich heilen kann. Dieses Schild reflektiert, also auch hier nochmal zusätzliche Unterstützung auch beim Clanboss. Also Brockny ist ein super Champion, auch nochmal ein LP-Burn auf der A1, wenn da genug Genauigkeit auch mit drauf ist. Also wenn ich einen Brockny ziehen würde, dann wird auch ganz überraschend umgeplant und ich übernehme statt Cornelia den Brockny, weil ich auch ein paar legendäre Bücher gespart habe. Wir sehen, ich bin bei 6 legendären Büchern. Warum? Zum Glück war ja der letzte legendäre Bad L
und Bad L ist absolut sparsam, was die Bücher angeht. Also, ihr seht, 2 Bücher sind direkt hier in der A2 gelandet. Das war der wichtigste Skill. Die A1 ist natürlich auch gut, macht mehr Schaden, ein bisschen mehr Heilung. Ich benutze sie im Augenblick aber deutlich weniger als die A2 und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ihn auch nicht auszubucken. Das Gleiche bei Alice. A2, A3 sind die wirklich wichtigen Skills. Sie ist aber nicht ausgebuckt. Ja, es ist schon schön, wenn diese Reduzierung der gegnerischen Buffs auf 100% geht, aber 80% ist auch wirklich hoch und diese legendären Bücher in dem jetzigen Zustand und auf der Tatsache, dass es ein Challenge-Account ist, investiere ich lieber in einen potenziellen nächsten legendären. Deswegen mache ich noch diese 3 antiken Splitter auf, deswegen mache ich auch diesen einen Elementarsplitter auf und ich glaube, das ist sogar schon der dritte. Woher habe ich diese Elementarsplitter? Das kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Und zwar mache ich ganz fleißig jeden Tag die Live-Arena. Bei 35 Kämpfen gibt es eine Kiste. Ich habe jetzt 2 von diesen Kisten eingesammelt. Jede Kiste gibt 65 bis 100 von diesen roten Fragmenten. Das heißt, damit habe ich schon 1,5 mit den anderen Belohnungen, die es hier und da auch wieder gegeben hat, sind das schon 2 rote Splitter mehr als alle anderen, die noch keine Live-Arena machen. Manchmal reicht es pro Tag für 3 Siege, manchmal reicht es sogar für 5 Siege, dann ist noch ein bisschen was Zusätzliches dabei. Ich freue mich tatsächlich am allermeisten über das Silber, was rausspringt und diesen Monat hatte ich sogar schon ein legendäres Buch. Das legendäre Buch kann man nur einmal pro Monat ziehen und wird am 1. jedes Monats zurückgesetzt. Also, davon kann keins mehr mit drin sein, aber allein das Silber ist für mich 'n Riesenschub, weil Silber auf dem Account 'n riesengroßes Problem ist. Gut, damit gehen wir jetzt erstmal in die Splitterpools, dann schauen wir, wie es weitergeht und dann zeige ich euch, wo ich die Energie auch reinstecke und wo ich bei dem Account auch stehe. Drückt mir die Daumen. Wir fangen an mit den antiken Splittern. Ich achte darauf diesmal, ich habe genug Platz, ich habe genug Silber, die Progressivchance ist ausgefüllt. Leider keine Zehnerpuls, dafür haben wir nicht genug. Seid einfach dabei, wie wir so ein paar einzelne Splitter aufmachen. Wir ziehen ein bisschen Futter für den nächsten 60er, der ja auch kommen muss, denn nach dem 60er ist vor dem 60er. Der Henker, 'ne Überlegung, ob ich ihn als Futter benutze oder spare, um auch ein oh, episch, episch? Das ist aber kein Geomant. Das ist kein Geomant. Geomant sieht 'n bisschen anders aus und ist auch von 'ner anderen Fraktion. Mit Balthus habe ich eher wieder 'n Vierer Chicken gewonnen. Dann gehen wir in den Elementarsplitter. Die Chancen sind wieder auf 0%. Schauen wir mal. Geomant ist, was ich mir wünsche. Es ist 'n seltener Champion und es ist ein kräftiger Axler. Auch das bringt nichts. Und dann mache ich einfach mal den leeren Splitter auf. Normal auch hier, ich würde sparen bis zur nächsten Zweifachchance für leere Splitter. Doch die nächste Zweifachchance für leeren Splitter kommt ja dann wahrscheinlich nächstes Wochenende ist dann kommt ja dann nächstes Wochenende in 4 Wochen. Also, da ist die Challenge schon so gut wie vorbei. Auch kommendes Wochenende ist 'ne Champion-Jagd, bei der ich so gut wie gar keine Punkte machen kann. Ich gehe auch nicht auf die Esme-Fusion, also mir sind auch die Fragmente absolut gleichgültig. Deswegen gehe ich jetzt mal hier auch auf den leeren Splitter. Vielleicht springt da auch mal nein, es springt kein besonderer Champion raus. Ein Bewahrer. Bewahre mich vor dem Bewahrer, den brauchen wir jetzt nicht. Okay, also diese Splitterpools haben nichts an meiner aktuellen Entscheidung verändert, Cornelia auf Level 60 zu bringen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich die letzten Tage gemacht habe. Und zwar hier der Drachenwettbewerb, den bin ich angegangen. Ich habe auch vor allem dieses epische Buch erspielt, weil ich ja wusste, ich brauche epische Bücher jetzt vor allem auch für Cornelia. Bin noch in den Top 10, aber das ist tatsächlich eher sekundär. Wenn ich mir das so anschaue, dann kann ich noch meine Belohnung etwas verbessern. Dann machen wir das und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich da drin überhaupt angestellt habe. Und zwar, wenn wir in den Drachen gehen, ich hatte ja in der Challenge schon bis 25 hochgespielt. Die 25 war extrem manuell, extrem schwierig, auch durch die Kraftaffinität. Aber die 20 kann ich ganz entspannt farmen. Und zwar mit was farme ich die 20? Normalerweise hier mit Futter. Also Cornelia und Aux, die 2 müssen auch mal auf 60, deswegen sind die da mit drin. Was habe ich davor gemacht? Ich bin mit wirklich Alice, Ugo und Bad L vielleicht hätte es sogar auch ohne Bad L funktioniert, aber er muss ja auch auf Level 60 noch kommen. Masteries hat er schon alle und 2 anderen Food Champions gegangen. Das heißt, die Situation mehrfach zu punkten, konnte ich beim Drachen schon direkt ausleben. Wir haben Dungeon Taucher Punkte gesammelt, also indirekt Punkte für das Schicksalsdeck. Wir haben Trainingspunkte gesammelt, indem ich Food mitgenommen habe. Wir haben Drachenturnierpunkte gesammelt. Also wirklich mehrfach Punkten derart,
die mich total glücklich macht. Und in dem Fall, wenn wir jetzt hier einfach mal reingehen, sammeln noch ein paar Punkte für das Turnier und vielleicht kommt ja auch noch ein gutes Geschwindigkeits-Item raus. Wir haben ja eine Zweifachchance auf Geschwindigkeit und im letzten Video hatte ich es euch ja schon kurz gezeigt. Allein diese einen 6 Sterne Geschwindigkeitsschuhe mit Defense Prozent, Lebenspunkte Prozent unten drunter haben das schon auch lohnen lassen. Ja, also im Kern, der Kampf ist super einfach. Es gibt wieder Minus Defense durch Ugo. Der Schaden passiert hauptsächlich durch Alice. Was hier an Gift durch Aux und Bert L während der Wellen passiert, ist wirklich sekundär. Also die Wellen werden hauptsächlich von Alice auch platt gemacht. Ihr seht es, die A2 macht dann, sorgt dafür, dass nichts Schlimmes passiert und macht extrem viel Schaden. Die A3 nimmt dann einzelne Spieler auch immer wieder mit raus. Und ja, nebenbei kommt noch ein bisschen Heilung, hier kommt noch ein bisschen Schaden, zack, zack, sind wir durch die Welle auch durch. Und beim Drachen Brimstone, der dann beim Drachen sitzt, macht natürlich sehr viel Schaden. Leech heilt mich auch wieder hoch. Also das Team ist super stabil. Auch Alice macht sehr viel puren Schaden, gerade wenn Minus Defense mit drauf sitzt. Aux sorgt für Minus Attack. Also alles Fähigkeiten, die wir beim Drachen auch haben wollen. Wir kommen hier zu keinem Zeitpunkt in irgendeine Gefahr. Wenn Gift auf mir drauf ist, dann kann Bad L mich sogar noch heilen. In dem Fall sorgt Cornelia als Food sogar noch für zusätzliche Heilung und wir klopfen den Drachen nochmal mit runter. Grausam als Segen sorgt dafür, dass der Drachen sogar noch weniger Defense hat und mehr Schaden durch Alice noch mit einsteckt. So, gleich ist er unten. Wir sind auf jeden Fall unter 2 Minuten und im Hinblick auf die Super Raids und die Energie, die man so zur Verfügung hat, ist das auch voll und ganz in Ordnung. So, 1, 2, 3. Mal schauen, ob wir den lila Balken inklusive des Giftes noch runterkriegen, bevor er anfängt zu pusten. Ah ja, Alice macht das, würde ich sagen. Zusatzzug, Relentless Gear triggert. Wir sind unter 2 Minuten. Ich habe 2 Items, die nicht gut sind und ich bin schon wirklich gnadenlos. Das behalte ich mal. Lebenspunkte, Handschuhe mit Geschwindigkeit unten drunter. Ich hatte ja letztens alle meine Fraktionskriege-Champions angezogen und festgestellt, dass ich ein bisschen zu wenig Handschuhe und ein bisschen zu wenig Schuhe habe. Deswegen lasse ich die erstmal kurz noch angesteckt, weil es kann ich mir vorstellen, dass Lebenspunkte, Handschuhe da noch ganz praktisch sind. Gut, damit haben wir uns in dem Turnier 'n Tick nach oben gespielt, aber da wird heute meine Energie nicht reingehen. Zwischenrein, was ist natürlich wichtig? Ich hänge hier noch bei der Arena-Aufgabe „Verbessere einen Elementbonus auf Level 9". Wir sind hier in der großen Halle bei 786. Wir brauchen 900, das heißt nur noch 114. Ich gehe davon aus, dass ich das heute auf jeden Fall auch schaffe. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe mich blenden lassen durch die Situation, dass ich mal kurzzeitig auf Platz 1 der Leaderboards auch konnte und habe eine kurzfristige, unsinnige Entscheidung getroffen. Das war wirklich ein Fehler. Und zwar hatte ich ja hier schon einmal querbeet Punkte vergeben. Das macht natürlich für den langfristigen Free-to-Play-Account überhaupt keinen Sinn. Das gibt aber Punkte für die Challenge. Deswegen habe ich das mal gemacht. Dachte mir, ach ja, so ein Einser kostet ja so gut wie gar nichts. Das sind dann irgendwie so 12 Goldmedaillen oder sowas. Nur wenn ich mal durchzähle, sind es 4, 8, 12, sag ich mal, 16, 20 mal 12 Goldmedaillen gewesen. Okay, es hätte vielleicht nicht ganz gereicht, um rechtzeitig letzte Woche noch die Marken zu haben. Denn was hat es mich gekostet? Es hat mich bei den Aufgaben Zeit gekostet. Sobald ich diese Aufgabe erfüllt habe, muss ich einfach auf den nächsten Seelenburgfried warten. Der war am Montag offen und wenn ich die Marken am Montag schon gehabt hätte, dann wäre ich jetzt hier diese Woche im Prinzip durchgerauscht bis zu dem nächsten Punkt, bis wir hier 200 Arena-Schlachten gewinnen müssen, was dann auch noch mal 800 Marken sind und dann den nächsten Bonus auf Level 10. Also das wird noch mal der nächste zeitaufwendige Block, aber da wäre ich schon mal durchgerauscht. Jetzt hat mich das Ganze ein paar Tage gekostet, in der ich natürlich weitere Arena-Marken auch sammeln kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir danach schon sehr, sehr schnell auch in diese 1000 Marken auch mit reingehen. Vielleicht lohnt sich das. Morgen ist es soweit, wenn wir hier im Dungeons einen Blick werfen. Morgen ist Donnerstag. Donnerstag öffnet das Seelenburgfried. Das heißt, morgen ist wieder richtig Tempo. Morgen gibt es auch diese ganzen Belohnungen aus den Aufgaben. Wir sehen, das sind lila Splitter dabei. Und zwar jede Menge. 4 lila Splitter. Wir haben massenweise Juwelen, was ich dann auch wieder in Energie umwandeln kann. Direkt noch ein bisschen Energie. Und damit ist eigentlich der nächste 60er auch schon wieder in der Tasche. Was mache ich heute mit der Energie? Der neue 60er mit Cornelia ist ja dann ready. Leere kommt erst am Sonntag und bis Sonntag habe ich noch genug Zeit, neues Food auch mit hochzuleveln. Das heißt, ich kann Stand jetzt auch etwas anderes machen und ich habe mich dafür entschieden,
natürlich den Sandteufel zu ignorieren. Es gibt viele Creator, die ignorieren ihn nicht, weil sie sagen, diese 3.800 Punkte, die sind verlockend. Gerade mit diesem Prismakristall, eine Beschwörung, da kann ein guter epischer rauskommen, es kann ein legendärer rauskommen. Für mich ist aber diese Investition das Ganze nicht wert. Mit dem Pulver kann ich noch nicht so viel anfangen. Die Belohnungen auf dem Weg dorthin sind auch noch nicht wirklich gut. Und ich bekomme aus einem Super Raid 30, ich bin hier einmal testweise noch mal in den Sandteufel reingegangen, Stufe 11, hat 15 gegeben. Das heißt im Super Raid 30 für, ich glaube, dann 12 Energie oder sowas in der Richtung. Also, ich muss hier wirklich gut Energie reinstecken und deswegen keinen Sandteufel für mich. Den Drachen hatten wir abgehakt. Beim Champion-Trainingswettbewerb, da bin ich natürlich oben mit dabei, 12.800 Punkte. Aus irgendeinem Grund sind in unserer Low-Level-Gruppe, in der ich ja bin, mit kleiner Level 60, auch noch 2 Spieler mit dabei, die so richtig, richtig ordentlich reingepunktet haben für 'n Champion-Training. Also, ich weiß nicht, wo die Spieler bei euch in der Gruppe auch sind, aber dass es hier 2 gibt, die mit 24.000 Runden battlen, eigentlich nur um die Fragmente und ja, das Gear ist auch nett und die Masken sind natürlich auch nett, aber das wäre es mir nicht wert, all in Champion-Training zu gehen. Aber lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Gruppen denn dazu aussehen. Dann morgen startet der Eisgolem, den würde ich gerne ignorieren. Eisgolem kann ich keinen großen Mehrwert auch rausziehen. Da werde ich mich wahrscheinlich wieder in Richtung Training auch wenden. Aber was ich mache, weil ich dieses Punktgenau-Set auf jede meiner Champions im Einsatz habe, weil ich auch noch Schmuckstücke für meine Champions brauche. Und das ist absolut super. Ich bin in der Lage, und wir schauen uns das gleich an, auch Stufe 20 sicher zu farmen. Und damit komme ich ja an 5 und 6 Sterne-Items. Also ein ganz wichtiger Schritt, wenn ich die 20 farmen kann. Damit kann ich auch Energie 1:1 in Punkte hier bei dem Turnier auch mit umwandeln. Wir sind also aktuell dabei, die Gear-Situation bei uns auf dem Account zu verbessern, mit punktgenau Gear vor allem, holen uns hier nebenbei noch ein paar Belohnungen. Wenn ich mir das anschaue, warum können hier keine schöneren Belohnungen sein? Multischlachten, ja, es sind rund die 100 Multischlachten, aber da kräht doch realistisch kein Wind danach. 40 Juwelen, damit kann ich die Energie bezahlen, die ich vielleicht zusätzlich in dieses Turnier stecke, um mir die Belohnungen zu holen. Ist auch so mittel, macht doch 60, macht doch 80 Juwelen draus, dann macht es mehr Spaß. Ich meine, hier diese mittleren Pötte, die sind schon ganz interessant, weil beim Sandteufel kann ich die so gut wie noch gar nicht verdienen. Bei der Truhe ist es natürlich eine Glückssache. Wenn ich eine Niete ziehe, dann habe ich 100 Multischlachten. Wenn ich super viel Glück habe, kommt hier ein mittlerer Splitter, vielleicht sogar ein leeren Splitter raus und ich habe ein paar von den guten. Auf dem Account freue ich mich natürlich extrem auch über ein episches Buch oder ein Vierer Chicken. Deswegen, also die Truhe ist für mich tatsächlich interessant, auch wenn es ein bisschen Glücksspiel ist. Auf den mittleren Stein kann ich theoretisch verzichten. Also, ich weiß noch nicht genau, wie viel Energie ich da reinstecke, aber definitiv werde ich da jetzt ein bisschen Energie reinstecken, weil ich vor allem durch diesen Dungeon-Taucher noch so ein paar einzelne Punkte bekomme. Ich kann dann einzelne Karten umdrehen, vielleicht am Ende 2 Karten, vielleicht 3 Karten, aber diese zusätzlichen Belohnungen, die helfen mir auf jeden Fall. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das bei mir abläuft. Das ist das Team, mit dem ich im Augenblick auch reingehe. Ganz wichtig, wen habt ihr im Lead? Denn der Lead-Champion, der wird als erstes auch vor dem Gruppenangriff von der Königin der Herzen auch mit angegriffen und also realistisch bei mir wird der Lead-Champion sterben. Deswegen Alice im Lead ist ganz schlecht, weil Alice ist natürlich mein Haupt-Damage-Dealer. Cornelia spielt also mein Opfer. Sie ist ja gerade mit Level 50 noch nicht stabil genug. Sie bringt aber ihre Geschwindigkeitsaura mit, extrem wertvoll. Sie selbst braucht auch noch ein paar Level. Das heißt, Stand jetzt kann ich hier drin auch noch Bad Alcazar und Cornelia leveln. Und sobald Cornelia 50 und auf Rang 6 aufgestiegen ist, was wird als nächstes passieren? Die nächste Energie, die werde ich dann in den Minotaurus stecken, damit Cornelia auch die letzte Mastery bekommt, Kriegsmeister. Denn nur damit kann ich ja so richtig die Bosse dann auch grinden, weil ich in der Lage bin, auch Schaden auf den Bossen wirklich zu machen. Ob ich sie in 'n Giftset packe, das weiß ich noch nicht so ganz. Also, ich muss mich noch ein bisschen mit ihr beschäftigen, muss auch noch ein bisschen ausprobieren. So, und ihr seht, dieser Gruppenangriff kommt, der Gruppenangriff tötet Cornelia, aber der ganze Rest läuft dann entspannt. Wir haben den Heal von Bad Al ja, Alice geht lebensmäßig manchmal schon einmal ein bisschen nach unten, aber gerade auch mit dem Apotheker, mit dem Heal von Bad Al, mit dem Cleanse und dem Heal auch von Ugo ist mir Alice in diesem Kampf tatsächlich noch nie gestorben. Wichtig ist, der Lead, der wird umfallen und Cornelia, da liegt sie am Boden, genießt den Kampf aus einer ganz, ganz anderen Perspektive
Und manchmal geht es relativ schnell mit etwas über einer Minute, manchmal dauert es auch bis an die 2 Minuten. Das hängt sehr stark auch davon ab, ja, wie viel schwache Treffer es hier gegen diese roten Ads zum Beispiel auch gibt, ob der Block Buff jetzt sitzt oder ob da vielleicht auch ein Provozieren mal rausgeht und ein Gegenangriff von dem Seneschal, der auf gegnerischen Seite ist, ob die True 4 auf meiner Seite triggern oder ob ich doch meine Angriffe machen kann. Also, es gibt sehr viele Glücksfaktoren, die die Laufzeit beeinflussen und wir sehen, das war jetzt ein guter Lauf, 1 Minute und 15, Bestzeit war 1 Minute und 9 und wir bekommen 5 und 6 Sterne-Items. Wir kommen ein bisschen Silber, wir bekommen Punkte fürs Turnier, ich bekomme noch Punkte fürs Champion-Training und wir bekommen zusätzlich Punkte für das aktuelle Deck. So wollt ihr spielen, wenn ihr effizient spielen wollt, möglichst viel auf einmal abkassieren. Wir haben noch mehr Silber und dieses Schild, das behalte ich auf jeden Fall. Punktgenau Schild, allein durch dieses Punktgenau Set habe ich noch mal Genauigkeit, Geschwindigkeit, potenziell noch mal einen Schutz. Ich habe Critquote, Lebenspunkte. Normalerweise möchte man immer Geschwindigkeit mit unten drunter haben, im Idealfall auch Genauigkeit, aber auch dieses Item werde ich garantiert irgendeinem Champion anziehen, gerade weil es 6 Sterne ist. Auch wenn ihr langsamer unterwegs seid, was normal ist, wenn ihr nicht in einer Challenge spielt. Also vergleicht bitte, ich habe es immer in meinem Video stehen, vergleicht bitte niemals euren Progress, wenn ihr mit Raid angefangen habt, mit dem, was ich hier auf dem Account mache. Den push ich wirklich enorm. Aber einen wichtigen Tipp, den ich euch hier schon mal mitgeben kann: Konzentriert euch nicht auf 3 und 4 Sterne-Items. Es gibt ab und zu mal sehr gute 4 Sterne-Items, die ihr noch länger behalten werdet. Ab einem sehr frühen Zeitpunkt wird sich das aber ändern. Ihr wollt dann nur noch 5 und 6 Sterne-Items haben. Deswegen ist es auch so spannend und so wichtig, bei den Dungeons Abschnitt 20 zu erreichen, denn dort seid ihr auch endlich diese 4 Sterne-Items los. Ihr seht, Abschnitt 19 gibt noch 4 bis 6 Sterne-Items als Belohnung. Ab Abschnitt 20 bekommt ihr nur 5 und 6 Sterne. Danach wird es auch wieder teurer. Natürlich verändert sich die Wahrscheinlichkeit, auch besseres Gear zu bekommen, aber das steht meistens in keinem Verhältnis zu der zusätzlichen Energie, die ihr ausgeben müsst, zu dem Schwierigkeitsgrad, der dann danach auch noch kommt. Deswegen Stufe 20 farmen ist ganz lange meiner Meinung nach das absolut Vernünftigste, was ihr macht. Ich werde jetzt hier diesen Dungeon noch eine Zeit farmen, bis Cornelia 50 ist. Dann werde ich Cornelia auf Rang 6 bringen und danach geht es in den Minotaurus. So geht's weiter. Wir machen heute natürlich alle 15 Minuten wieder genau das, was wir brauchen. Wir gehen in die Arena. Wir machen einen Refresh. Wir fallen nicht auf diesen Champion rein. Dieser Champion, selbst wenn er jetzt wahrscheinlich keine 6 Sterne hätte, der macht nicht einfach platt. Der bekommt ja, wenn ihr ihn nicht kennt, dann einen Stone Skin in dem Fall, dass er sterben würde, bleibt auf ein Leben und führt sofort seinen Mega Nuke auch aus. Also das hier ist definitiv eine Falle. Valeran, schäm dich, dass du so eine Falle hier reinstellst. Aber Weird Al Yankee, also für den Fall, dass ihr nicht kennt, Weird Al Yankovic, das war ja so ein, ich glaube, Künstler, würde ich jetzt mal sagen, der dann auch über verschiedene Lieder andere Musikvideos verballhornt hat. Ein Comedian, kann man vielleicht sagen. Könnt mal danach googeln, hat irgendwie sehr abgedrehte Sachen bei sich. Ich weiß gar nicht, ob was der aktuell noch macht oder ob er aktuell sogar noch lebt. Ich weiß es nicht. Der ist tatsächlich schon ein paar Tage älter. Auf jeden Fall der Spieler, der ein großer Fan zu sein scheint, der hat hier ein paar Punkte gemacht. Hier ein kleiner Versuch. Wichtig ist, dass kein Stone Skin drauf ist. Wenn hier Stone Skin drauf wäre, dann hätte ich, glaube ich, verloren. Ansonsten durch die Abklingzeitreduzierung von Alice konnte ich selbst diesen 6-Sterne-Ninja, der wahrscheinlich sehr gut auch gebaut ist, dann zum Glück auch besiegen. 794, langsam nähert sich das Murmeltier. Wir warten wieder 13 Minuten und 40 und schauen, ob wir dann noch mehr Kämpfe finden. Ich bin aber sicher, dass wir morgen bis zum Seelen-Dungeon diese Aufgabe erfüllt bekommen. Das gleiche übrigens bei Tag Team. Hier im Augenblick, ich bin in Bronze 3 aufgestiegen. Also das muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Bin damit einer der ersten, die in Bronze 3 sind. Natürlich schaue ich auch hier nach leichten Gegnern. Ich habe meine Defense rausgenommen, eine einfache Defense, damit ich hier im roten Bereich bleibe. Und dann kann ich diese leichten Teams farmen. Ich kann damit einige Marken mit einsammeln. Und mit diesen Marken hole ich mir die Energie und hole ich mir auch die blauen Splitter. Im Augenblick brauche ich keine seltenen Bücher. Es gibt kaum seltene Champions, die ich jetzt hochbringen möchte. Ein paar vielleicht dann für Fraktionskriege, aber auch hier, ob ich jetzt ein Buch mehr oder weniger habe, ich spare mir das Ganze lieber und bin damit immer auf der sicheren Seite, mir die Energie und den Splitter zu holen. Soweit zu Tech Team. Ich weiß, das Video dauert jetzt schon wieder so eine gewisse Zeit. Vielen Dank, dass ihr euch das Video auch mit anschaut, aber das soll ja auch mal einen Komplettüberblick auch geben. Hier beim Clan-Boss
läuft es wirklich extrem traumhaft. Ich muss sagen, ich kann jetzt 'n sehr, sehr entspannten 2 Key auf Nightmare auch farmen. Wenn wir uns das anschauen, wo bin ich hier? Ich war 50 Millionen mit 2 Keys gemacht. Also, ich mache auf jeden Fall meine 20 Millionen pro Key mit dem Account. Also, damit bin ich wirklich, wirklich begeistert. Den Sprung zu Ultra Nightmare, den kann bei uns im Augenblick nur Lumi machen. Der schafft auch sogar schon, die letzte Kiste zu holen. Aber ich meine, werfen wir einen Blick auf die Champions, die er hat, also Helicat, Geo. Also, da ist er einfach meilenweit uns allen voraus. Natürlich wird im Clan bei uns der Ultra Nightmare Clan-Boss nicht gelegt. Das heißt, es gibt eine Belohnungskiste. Das macht natürlich den Nightmare Clan-Boss schon auch interessant, weil wir hier 2 Belohnungskisten bekommen. Auf der anderen Seite fehlt mir auch noch einiges, um auf Ultra Nightmare zu kommen, und das ist vor allem Genauigkeit, wirklich. Warum fehlt mir die Genauigkeit? Wenn ich mir Bad L ansehe, wir haben hier oben ja noch genau für diese Arbiteraufgaben die Situation, dass ich sie noch nicht auf Rang 6 bringen kann, nachdem das für die Aufgabe passieren muss. Dementsprechend habe ich hier auch noch kein Banner zur Verfügung. Dementsprechend fehlt mir hier auch noch Genauigkeit. Also, ich bin bei 162 Genauigkeit. Damit fehlen mir doch schon knapp 50, die ich für den großen Clanboss auch brauche. Auch hier, für AUX ist es okayisch, sage ich mal, weil das Item zwar da ist, das Genauigkeits-Item, mir aber Silber fehlt, um es auch wirklich hochzuleveln, um auch garantiert genug Genauigkeit zu haben. Und so sieht es dann auch bei allen aus. Okay, Alice ist einfach mein Traumcharakter, natürlich das beste Gear mit an, das funktioniert einwandfrei. Aber deswegen ist es auch noch ein bisschen noch nicht der richtige Zeitpunkt, um den Sprung in Richtung Ultra Nightmare zu machen. Jetzt kommt ja die Woche Idealfall die kostenlose Artefakt-Umwandlung, aber ich glaube, auch hier werde ich noch nicht drauf achten, 'n Ultra Nightmare Clanboss zu machen. Der Plan ist es eher zu sagen, ich warte bei der verfluchten Stadt dann noch mal den Rotationswechsel ab, und wenn der Rotationswechsel stattgefunden hat, bekomme ich hier noch mal so 'n 1-Stunden-Item, um kostenfrei auch noch mal meine Champions zu regieren, und kann dann so, ich würde sagen, 2 Wochen vor Ende der Challenge noch mal mein Team umbauen, und da werde ich vollen Fokus auf das Clanboss-Team legen und ein richtig schönes Clanboss-Team bauen, um dann natürlich die maximalen Punkte auch für den Clanboss zu sammeln. Also, das ist so ein bisschen die Strategie, um auch die Silberkosten niedrig zu halten. Das sollte vom Timing eigentlich ganz gut auch mit passen, und bis dahin mache ich die 2 Keys auf Nightmare, mache einen Key hier auf brutal, und wenn ich dann lang genug wach bin und die Möglichkeit auch dazu habe, jetzt gestern Nacht war das nicht der Fall, jetzt ist es kurz vor 10 Uhr. Ich meine, ich kann die 3 Keys pro Tag locker spielen, also können wir den Schwer-Key auch noch kurz laufen lassen. Das Ganze ist zum Glück ein Schnellkampf, geht dann auch sehr schnell, und natürlich ist es ein sicherer One-Key. Wow, neuer Rekord, 43,5 Millionen. Zählt aber nichts, weil immer der höchste Schwierigkeitsgrad zählt, bei dem man dann auch eine Kiste erreicht. Ja, wenn ich mir das aber anschaue, das oben sind natürlich Neva, Snackbox und ich. Wir sind hier schon ganz gut mit unseren Clanboss-Teams auch unterwegs. Gute Snackbox, Grüße gehen raus mit der 6 Sterne Fame. Das ist natürlich für einen Clanboss ein absolut unanständiger Champion. Extrem gut. Diese Belohnungen holen wir jetzt in einem Stündchen noch mit ein. Bei der Chimäre habe ich auf jeden Fall hier auch beim Normal die letzte Kiste. Das war mir noch einigermaßen wichtig, denn auch ein paar Relikte zu schmieden, Relikte mit draufzunehmen, ist auf dem Account wichtig, um zusätzliche Attribute zu bekommen. Hauptsächlich dafür, wenn wir also hier reingehen, ihr seht, es fehlt mir noch ein bisschen, dass ich das nächste Mal wieder crafte, aber diese Attribute, die wir haben, noch mal mehr Leben, vielleicht mehr Genauigkeit, die sind extrem wichtig. Natürlich sammelt immer eure Belohnungen ein. Jeder rote Punkt, der da ist, der muss weg. Deswegen, wir sammeln die roten Punkte noch ein. Unsere Belagerung läuft. Das Matchup war einfacher als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja dieser Fun Fact, dass wir gegen Team Alice gespielt haben. Jetzt spielen wir hier gegen Hell Awaits. Und die armen Mitspieler von Hell Awaits, die armen Mitspieler von Riso, die haben gegen uns schon wenig Chancen. Also wir sind da ziemlich durchmarschiert. Ich glaube, die Hochburg ist gefallen, bevor ich hier überhaupt reingeschaut habe. Ich habe diesen Magieturm 4, genau den habe ich dann mit umgenietet. Das sind dann schon auch ganz nette Champions dabei gewesen, aber gegen mein Hauptteam, also Apotheker geht in Ruella, geht in Ugo, geht in Alice, da steht kein Kraut mehr von dem, was hier drin ist. Also definitiv ein Geschwindigkeitsvorteil. Alice lockt out, macht Schaden. Das waren super einfache Kämpfe, deswegen keinerlei Probleme, die ich hier bei der Belagerung auch hatte. Bei der verfluchten Stadt bin ich jetzt im Lockout. Im Augenblick komme ich nirgendwo weiter. Hier bei schwer
bin ich aber ganz glücklich. Es wurde einiges dann auch freigeschalten, bei normal auch. Auch hier bin ich in Cobble Market bei einigen freien Bereichen. Ich hoffe noch ein wenig darauf, dass wenn ich jetzt, vielleicht Wukong stärker mache, dass ich hier an dieser Todesspinne noch vorbeikomme und dann noch ein bisschen weiter hier in Richtung Dead Rise auch gehe und noch ein paar zusätzliche Belohnungen mit einheimse. Aber denkt übrigens daran, ich habe das immer mal wieder wiederholt, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn ihr diese tägliche Aufgabe habt, 2 Bereiche zu erledigen, ihr könnt hier auch jederzeit bereits, erfüllte Bereiche machen. Also, wenn ich diese Aufgabe habe in meinen Fortgeschrittenen, ich habe heute noch gar nicht reingeschaut, was mache ich dann? Ich gehe genau in diese eine Stage, wo ich mit Alice alleine unterwegs bin, lasse hier Alice einfach mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Ihr seht, das Ganze dauert dann 12 Sekunden und wir machen das einfach nochmal für den Fall, dass ich heute auch diese fortgeschrittene Quest habe, dann können wir direkt da auch einen Haken mit dran machen. Das muss also keine neue Stage sein, sondern ihr könnt jederzeit schon auf eine bereits erfüllte Stage auch gehen. So, hier noch ein kleiner Schutz. Das könnte jetzt noch ein Ründchen länger dauern. Oh, sogar 2 Runden länger dauern. Ich meine, diese Kraftaffinität ist auch wirklich, wirklich fies. Aber damit sind wir jetzt hier durch. Es gab heute keine Aufgabe dazu. Sollte euch noch etwas zu dem Account interessieren, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Heute Abend sind wir auch wieder im Stream unterwegs, aber nicht mit dem Fokus hier auf dem Free-to-Play-Account, sondern ich werde mit meinem Hauptaccount auch mit reingehen. Wir reden ein bisschen über die Hydra, wir machen ein bisschen Live-Arena und ich freue mich auch darauf, wenn ihr zum Beispiel hier auf YouTube auch mit reinschaut. Also ab 9 Uhr werde ich den ganzen Stream auch in Richtung YouTube öffnen. Das heißt, ihr könnt dann von 9 bis ungefähr 23 Uhr gerne auch mit dazukommen. Beteiligt euch am Chat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht nur auf Twitch, sondern auch auf YouTube einige Zuschauer und Zuschauerinnen mit dazukommen und wir uns heute Abend dann auch live im Stream erleben. Bis dahin, habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Habt viel Spaß mit Raid, viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bone.